Ein Videospiel ist das komplexeste Medium, das es überhaupt gibt. So viele verschiedene Gewerke, die an einem einzigen Projekt arbeiten. Ich hatte 3 Burnouts in der Gaming-Industrie. Ich bin Cash Roberos und das ist Crunch. People are worried. Die Menschen fürchten, keinen Job zu finden, wenn sie über ihr Burnout sprechen. Und das war auch meine Angst. Furchtbar, dass Leute halt einfach jung und ambitioniert, voller Ideale und Träume in die Industrie reinstarten, um halt innerhalb von wenigen Jahren einfach komplett kaputt gemacht zu werden. Der Antrieb in der Videospielindustrie war seit jeher nicht Geld zu machen, sondern noch mehr Geld zu machen. Etwas zu erschaffen, das quasi ein Eigenleben entwickelt. Für mich gibt's nichts, das sich besser anfühlt. Das hat mich an Games so berührt. Games spoke to me for this. Die Leidenschaft fürs Spielen und diese Leidenschaft übertragen zu müssen auf die Arbeit ist die Ursünde der Videospielindustrie. Als er den Gegenstand geworfen hat, hat er mir in die Augen geschaut. So nach dem Motto, ich werde dich töten. En fait, on est dans un monde. Die Menschen machen ihre Arbeit, weil sie lieben. Ils sont passionnés par ça. Aber sie haben auch Angst. Et ils ont peur. Quand tu fais d'un métier, Diese Leidenschaft nutzen andere aus. ils vont forcément en profiter. Du verlierst dann auch irgendwann so ein Gefühl von Kontrolle über dein eigenes Leben, über deine Arbeit und über alles. Du kannst nicht die ganze Zeit sprinten, weil dann klappst du irgendwann zusammen. Es holt dich einfach ein und dann geht nichts mehr. Hey, es gibt ja diese eine Werbung vom Ende der 90er Jahre. Sie zeigt Menschen, die Geständnisse ablegen, die sich entblößen. For years I've lived a double life. In the day I do my job, I ride the bus. Seit Jahren schon würden sie Doppelleben führen. But at night, I live a life of exhilaration. Tagsüber, da würden sie ihrer Arbeit nachgehen. Doch nachts, da würden sie dem Rausch frönen, Armeen anführen, Welten erobern, Gewalt ausüben. I've been engaged in violence. I have commanded armies. And conquered worlds. Aber wenigstens könnten sie von sich behaupten, least I can say I've lived. sie hätten gelebt. Das Produkt, das hier beworben wird, die PlayStation. Mich hat diese Werbung damals ziemlich beeindruckt. Denn mir ging es ähnlich. Auch ich habe ein Doppelleben geführt. Nach der Schule, vor dem Fernseher im Wohnzimmer, da habe ich meist die Konsole angeschmissen und mich in fremde Welten begeben. Und ich bin ja nicht alleine. Wir alle spielen. Du spielst, deine Mutter spielt, dein Neffe spielt und Bodo Ramelow, der spielt auch. Fast die Hälfte aller Menschen auf der Erde spielt Videospiele. Das sind fast 4 Milliarden Leute. Auf Konsolen, am PC oder auf dem Handy. Die Gaming-Industrie ist riesig und macht 2023 etwa einen Umsatz von rund 184 Milliarden $. Das sind immerhin 331 Milliarden D-Mark. Die Videospielindustrie ist größer als die Film- und Musikindustrie zusammen. Videospiele prägen unsere Kultur und die Videospielunternehmen unsere moderne Arbeitswelt. Doch niemand weiß so wirklich, wie werden Videospiele eigentlich gemacht. Call of Duty, FIFA, Mario Kart, alle kennen diese Spiele. Doch was ist eigentlich der Preis für ihren Erfolg? Und vor allem, wer zahlt ihn? Ich bin Cash Roberos und das ist Crunch. So, jetzt vielleicht den Titel einblenden. Das ist Osama in seinem Videospielkeller in Montreal. Er ist seit 18 Jahren Game Designer und Street Fighter 3 sein absolutes Lieblingsspiel. Mit 28 habe ich meinen ersten Job bekommen. Bei einer Firma für Mobile Games. Ich wurde für ein Pokerspiel angestellt.
Sie brauchten einen Poker-Experten. Ich habe gesagt, ich wäre einer. War ich nicht wirklich, aber ich kaufte mir einfach 4, 5 Bücher und schlief dann eben für 2 Nächte nicht. Dann ging ich zum Einstellungstest und habe bestanden. Ich war super glücklich, dass ich eingestellt wurde. In den ersten Wochen konnte ich vor lauter Aufregung nicht schlafen. Ich habe auch sehr viel gearbeitet, weil am Anfang leidet man unter dem Hochstapler-Syndrom und ich war ja tatsächlich ein Hochstapler. Es wurde erwartet, dass man unbegrenzt viele unbezahlte Überstunden macht. Manchmal hieß es, jeder kommt samstags und sonntags für die nächsten 3 Monate. Und dann kam jemand mit einem Klemmbrett und sagte, wir bestellen Essen für die Überstunden dieses Wochenende. Nimmst du Hühnchen oder Pizza? Osama erfüllt sich den Traum von der Arbeit in der Computerspielindustrie. Bei Gameloft, Ubisoft, Warner Brothers und Activision Blizzard. An Spielen wie For Honor und Hogwarts Legacy. Osama wird vom Fan zum Entwickler. Und das bei den größten Studios der Welt. Aachen, Westdeutschland. Hier gibt es einen Dom, das ist ein Weltkulturerbe und sieht auch so aus. Diese schöne Fensterbemalung, eine Hommage an Baldur's Gate 3, Spiel des Jahres 2023. Silence. Und sie hat das Fenster bemalt. Hannah, Spielentwicklerin. Ich mag vor allem Spiele, wo ich halt viele verschiedene Sachen ausprobieren kann, auch erzählerisch. Und wenn du jetzt mal absoluten Psychopathen spielen willst, der Leute tötet, dann kannst du das halt machen so. Aber du kannst halt auch genauso jemand sein, der halt irgendwie das Leben von Leuten verändert und wie große Dinge bewirkt. In Köln hat Hannah ein eigenes kleines Indie-Studio, Spoonful Games. Wir sind 4 GründerInnen und haben derzeit, ich glaube, 6 Angestellte, also gerade ein Team von 10 Leuten. Wir haben im Laufe des Studiums mehrfach an Projekten zusammengearbeitet und haben einander sehr lieb gewonnen und sind meine besten Freunde. Es gibt in der Industrie halt super viele Fälle, wo halt Leute mit marginalisierten Identitäten halt einfach nicht gut behandelt werden. Ich war mit einer Freundin auf einem Event, auf einem Industrie-Networking-Event und dann hat sie K.O.-Tropfen abbekommen. Und da ist nichts weiter passiert, weil ich das halt rechtzeitig gemerkt habe, dass da irgendwas komisch war. Aber das ist halt leider die Realität, wenn man in der Spielindustrie arbeitet als Frau. Was Hannah und ihre Freundin erlebt haben, ist kein Einzelfall. Immer wieder gibt es Berichte über K.O.-Tropfen und sexuelle Übergriffe auf Events und Videospielmessen. Auch deswegen wollte Hannah ihre eigene Chefin werden. Dann war der Gedanke, wir gründen was Eigenes und dann können wir halt dafür sorgen, dass keiner bei uns scheiße behandelt wird und dass niemand Angst vor Übergriffen haben muss auf der Arbeit. Das fanden wir, den Gedanken fanden wir ganz schön. In Rennes, das ist so eine mittelgroße Stadt in Frankreich, lebt Jules. Jules ist Videospielentwickler und sein Lieblingsspiel Heart of Darkness. Es ist eines der ersten Spiele für die PlayStation 1, die ich hatte. Es erzählt die Geschichte eines Kindes, das in ein Paralleluniversum reist, um seinen Hund zu retten. Er ist ein Schüler, der nicht unbedingt gut in der Schule ist. Ein Faulpelz. Ich konnte mich mit ihm identifizieren. Wir haben ähnliche Dinge erlebt. Wir sind quasi beide in Parallelwelten gereist. Es ist mir schwer gefallen, mit Menschen zu kommunizieren. Ich hatte Schwierigkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen. Also bin ich in die Welt der Videospiele geflohen. Ich habe diesen Rückzugsort auch gebraucht. Ansonsten, glaube ich, hätte ich nicht überlebt. Ich bekam schließlich bei Ubisoft für 6 Monate einen befristeten Arbeitsvertrag. Das ganze Paket. Willkommen bei Ubisoft, willkommen in der großen Ubisoft-Familie.
Mir wurden damals Goodies geschenkt, ein Buch zum 30-jährigen Firmenjubiläum. Ziemlich schön gemacht. Mit vielen Erfahrungsberichten darin, die deren Unternehmenskultur wiedergespiegelt haben. Und vor allem freute ich mich darauf, an einem Ubisoft-Spiel mitzuarbeiten und meinen Namen in den Credits eines Ubisoft-Spiels zu lesen. Zur Einordnung. Ubisoft ist nicht nur das größte Videospielunternehmen in Frankreich, sondern auch eines der größten der Welt. Etwa 19.000 Menschen arbeiten für das Unternehmen. Ubisofts MitarbeiterInnen sind überall auf der Welt verteilt. In Deutschland, in Kanada, in Indien und, na klar, da kommt die Firma her, in Frankreich. Und das ist Serge Asquette. Damals, als Jules bei Ubisoft arbeitet, ist er die Nummer 2, Kreativchef sozusagen. Verantwortlich für alle Spiele von Ubisoft. Und das sind eine Menge. Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Just Dance und auch Agos, ein Space-Spiel, Asquettes Herzensprojekt. Er ist verantwortlich für das Team, in dem auch Jules arbeitet. Well. Welcome to the Resistance. Here's a welcome gift. Zu der Zeit ahnte ich noch nichts. Ich dachte mir, naja, es ist sein Projekt, es ist sein Ding, es ist sein Baby. Ich stellte mir nicht allzu viele Fragen. Aber nach einem Monat wurde es ein wenig kompliziert. Überstunden im Beruf. Das ist heutzutage leider fast schon Standard. Egal ob in der Filmbranche, im Handwerk oder in der Pflege. Das ist hier bei uns in diesem Film auch nicht anders. Sie, Mariska, unsere Regisseurin, hat auch nächtelang durchgearbeitet, damit dieser Film gelingt. Und ich habe diese Sätze hier, die ich gerade spreche, in einem ICE geschrieben, an einem Sonntag. Weil ich an etwas arbeite, woran ich glaube. Nur besonders nachhaltig ist diese Art der Arbeit nicht. Irgendwann kracht's. Als wir angefangen haben mit der Firma, da waren wir alle motiviert. Du gehst da herein mit großen Träumen, großen Ambitionen und einfach dem Wunsch, dass es klappt. Und auch mit Leidenschaft, weil du hast ja Bock auf die Projekte, die du machst, weil sonst würdest du es ja nicht gründen. Und du möchtest ja, dass es gut wird. Und dann arbeitest du halt noch ein bisschen länger. Und das ist auch am Anfang ja mehr so ein, ja nee, aber komm, ich habe da jetzt gerade noch Lust dran, ein bisschen zu arbeiten. Und dann machst du das und dann rutschst du da so ein bisschen rein, dass du einfach dich dran gewöhnst, mehr Stunden zu arbeiten. Ich habe Überstunden gemacht in so ziemlich jedem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe. Das wurde einfach erwartet. Wenn jemand ausbrennt, ersetzen wir ihn. Das Wort Burnout fiel nicht. Und wenn jemand nicht mehr konnte, war direkt jemand anderes zur Stelle. Insbesondere wenn man im Team arbeitet und Game Dev ist halt meistens Teamarbeit, steckt man sich halt auch sehr gegen sich an. Das heißt, wenn nur eine Person halt nachgibt, sage ich mal, und eben dem Druck verfällt, dann ist das sehr schnell so ein Dominoeffekt, dass dann halt alle zu viel machen. Es gab ein paar Wochen, da bin ich morgens aufgestanden, habe ich am PC gesetzt und irgendwann habe ich den PC ausgemacht und habe mich schlafen gelegt. Also das war dann im Endeffekt mein Lebensinhalt, war halt die Firma. Für die Extraarbeit, die Jules und Hannah beschreiben, gibt es in der Games-Branche einen eigenen Begriff. Crunch. Crunch kommt aus dem Englischen und bedeutet wörtlich knirschen oder zermalmen. Mit viel Druck zermalmen. Und genau diesem Druck werden EntwicklerInnen ausgesetzt, so kurz vor dem Ende einer Produktion. Alles, wirklich alles dafür tun, um rechtzeitig fertig zu werden. Es sagt viel aus, dass es dafür schon einen eigenen Begriff gibt. Crunch ist ein Zustand, den 40% aller Game-EntwicklerInnen bereits durchlebt haben. Endlose Überstunden, permanente Erreichbarkeit, Mehrarbeit, die die Firmen von vornherein einplanen. Crunch ist der Inbegriff einer total kaputten Arbeitskultur.
Bei meinem ersten Job in der Branche in den Monaten vor Projektende arbeitete ich 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für 3 bis 4 Monate. Meine Erinnerungen sind verschwommen, aber ich erinnere mich, dass ich die letzte U-Bahn erwischte und am nächsten Morgen wieder super früh anfing. Ich war nur 6 Stunden zu Hause, aber ich konnte auch nicht einfach ins Bett gehen. Ich musste irgendetwas tun. Aber die meiste Zeit tat ich nichts. Als das Projekt schließlich fertig war, kam ich nach Hause und fragte mich, was mache ich jetzt? Es war, als hätte ich vergessen, wie man lebt. Irgendwann saß ich vor dem Fernseher, der nicht mal an war, und starrte einfach in die Leere, während mein Gehirn sich erholte. Und da war ich sehr glücklich. Wir hatten die PlayStation in den Urlaub mitgenommen. Und zu meinem Geburtstag habe ich Final Fantasy VII bekommen. Aber weil Gäste da waren und wir im Urlaub waren, hat man mir verboten zu spielen. Ich war eine Frau mit sehr, sehr langen Haaren. Ich habe versucht, hyperfeminin zu sein, eben weil ich mich in meinem Körper nicht besonders wohl gefühlt habe. Ich hatte einen Kollegen, der sich regelmäßig mein Facebook-Profil angeschaut hat. Und ja, da gab es dann auch Bemerkungen darüber, wie ich mich angezogen habe. Am Anfang waren es wirklich nur kleine Bemerkungen, kleine Dinge. Dann wurden aber auch sexistische Witze erzählt, die natürlich nur Spaß waren. Ich fand sie ziemlich frauenfeindlich. Ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment. Da hat Guillaume so etwas gesagt wie: Eine Videospielproduktion ist wie eine schwangere Frau. Jeder gratuliert dir, aber niemand weiß, wie oft du schon gefickt wurdest. Guillaume Patrou, das ist damals der Game Director des Weltraumspiels Agos. Auch er arbeitet im Team des Kreativdirektors Serge Asquette. Jules sagt, er habe sich gegen die sexistischen Witze gewehrt. Das sei alles nicht witzig. Warum sage er sowas? Danach hatte Jules das Gefühl, er werde als Spielverderber, Langweiler, als Nervensäge abgestempelt. Wir haben Guillaume Patrou mehrfach um eine Stellungnahme gebeten, jedoch keine Antwort erhalten. Ich habe dann gespürt, wie die Leute sich verändert haben. Sie haben unter sich gesagt, laden wir Jules besser nicht mehr zu den Treffen ein. Er nervt zu doll und macht ständig irgendwelche Bemerkungen. Das war also der Moment, in dem ich mir sagte, okay, da läuft etwas Ungesundes ab. Und natürlich ist das Erste, was du sagst, das ist meine Schuld, es liegt an mir, an meiner Arbeit. Erlebte ich Crunch bei Ubisoft? Die Antwort lautet ja. Wurde ich darum gebeten? Nein. Aber es passiert schleichend. Ich wurde bei Ubisoft nicht explizit aufgefordert, Überstunden zu machen. Es ist nur so, dass die Arbeitsbelastung dich dazu zwingt, sie zu machen. Ich habe durch den hohen Druck zwangsläufig viel gearbeitet. Es war meine eigene Entscheidung. Ich hatte 3 Burnouts in der Gaming-Industrie. Jedes war schlimmer als das davor. Das letzte Burnout war vor ein paar Jahren und das hat mich zerstört. Ich hatte keine Freude mehr an Dingen, die mir sonst Freude machten. Nichts machte mir Freude.
because I feel hopeless. Like I feel like Ich fühlte mich hoffnungslos, als würde ich nichts auf die Reihe kriegen. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich so rumlag und es mir vor der Arbeit graute und wie ich nicht aufstehen wollte. not wanting to get up, and I just stayed in Ich bed. lag stundenlang im Bett und hätte längst anfangen sollen zu arbeiten, aber ich konnte nicht. Irgendwann hatte ich endlich die Kraft, mich krank zu melden und fühlte mich ein bisschen erleichtert. Ich konnte dann aufstehen und mich auf die Couch setzen. Maybe get up and Mehr ging nicht. just sit on the couch. Not do more than that. But then imagine that every day Aber gets jeden worse. Tag wird es schlimmer und irgendwann meldest du dich nicht mehr krank. You just stay in bed. Du bleibst einfach im Bett. That Es there's holt dich einfach ein und dann geht nichts mehr. and then it's over. Ces trucs-là, c'était un petit peu tous les jours. So ging es Tag für Tag, mit prägenden Momenten. Streit, Reibereien und manchmal wurde es sogar gewalttätig. Voire des moments violents. Er hatte eine Peitsche und machte sich einen Spaß daraus, sie direkt neben uns zu schwingen. Manchmal spielte er mit einem Messer oder einem Feuerzeug herum und mitten im Großraumbüro zündete er dann auch Dinge an. Das war etwas, das mir Angst gemacht hat, zur Arbeit zu gehen. Ich hatte Angst vor ihm, ich hatte Angst, dass ich Bemerkungen abbekomme. Er schrie, trat gegen Wände, schlug auf seinen Schreibtisch, warf Gegenstände. Und als er diesen Gegenstand geworfen hat, hat er mir direkt in die Augen geguckt, so nach dem Motto, ich werde dich töten. Ich habe nichts gesagt, meine Kollegen auch nicht. Wir haben das Meeting einfach fortgesetzt. Danach bin ich immer wieder auf die Toilette gegangen, um zu weinen. Ich musste das irgendwie rauslassen. Guillaume Patrou hat auf unsere Anfragen nicht reagiert. Jules Schilderungen konnten wir nicht abschließend bestätigen. Ich weiß, dass es Leute bei Ubisoft gibt, die noch Schlimmeres erlebt haben als ich. Aber es gibt keinen Wettbewerb, wer schlimmere Gewalt erlebt hat. Das, was mir bei Ubisoft passiert ist, ist kein Einzelfall, sondern etwas Systemisches. Das Tragische an dieser Art des Missbrauchs: Viele lassen es über sich ergehen, weil sie glauben, in ihrem absoluten Traumjob endlich angekommen zu sein. Einen Job, den sie lieben, weil sie Videospiele lieben. Ich erinnere mich, als ich zu Ubisoft kam, hat mich die Größe des Büros und der Cafeteria beeindruckt und der kostenlose Kaffee. Es klingt dumm, aber mir war sowas wichtig. Als Marc bei Ubisoft anfängt, bekommt er einen Zeitvertrag für 18 Monate. Danach ist klar, dass er einen unbefristeten Vertrag bekommen soll. Als er den Vertrag in der Hand hält, da gründet Marc mit einem Kollegen eine Gewerkschaftssektion bei Ubisoft. Ich habe die 18 Monate geduldig abgewartet und dann innerhalb von 10 Tagen die Gewerkschaft gegründet. Ein paar Wochen später, im Juni 2020, begann der Skandal um sexuelle Belästigung. Innerhalb weniger Wochen melden sich hunderte Betroffene zu Wort und klagen über Machtmissbrauch und Übergriffe bei ihrem Arbeitgeber Ubisoft. En gros, il commence à l'été 2020, il y a une espèce de mouvement qui tient du MeToo du jeu vidéo. Im Sommer 2020 entstand auf Twitter eine Bewegung, die zum MeToo der Videospielbranche wurde. Schnell häuften sich Dutzende, später hunderte Zeugenaussagen, meist über Ubisoft. Immer dieselbe Geschichte. Eine Mitarbeiterin erlebt Sexismus, meldet es der Personalabteilung und dort heißt es nur, ach, es war doch gar nicht so schlimm. Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen 5 Top-Führungskräfte. Darunter Kreativchef Serge Asquette, verantwortlich für Marken wie Far Cry und Assassin's Creed, sowie Vice President Tommy François. Etliche Frauen berichten anonym von Drogen, Sexismus, Machtspielchen und Übergriffen. Auf der Ubisoft-Party der E3 ging Serge Asquette mit einer kleinen Flasche, in der sich weiße Pillen befanden, von Gruppe zu Gruppe. Ich wurde schon mehrmals stark unter Druck gesetzt, Drogen zu nehmen.
Tommy François lud mich regelmäßig zu privaten Afterwork-Drinks ein und schickte mir private Nachrichten über Skype, in denen er mein Outfit kommentierte, die Länge meiner Röcke, was ich darunter trug, oder machte mir Komplimente für mein Aussehen. Nur wenige Betroffene bringen den Mut auf, rechtlich gegen Ubisoft vorzugehen. Jules hat sich für diesen Schritt entschieden. Und das hier ist seine Anwältin, Maud Becker. Im Fall Ubisoft geht es um Einschüchterung, psychische Gewalt und systemische sexuelle Belästigung. Im Fall Ubisoft besteht eine große Herausforderung darin, herauszufinden, inwieweit die Personalabteilung informiert war und weshalb dort geschwiegen wurde. Zum Beweis habe ich Screenshots gemacht. Damit bin ich dann zur Personalabteilung gegangen und habe denen alles gezeigt. Sie haben nur gesagt, wenn Sie damit ein Problem haben, können Sie ja gehen. Ein Jahr nach den Enthüllungen reichten mehrere mutmaßliche Opfer mithilfe der Anwältin Maud Becker Klage gegen Ubisoft ein. Unter den Angeklagten Serge Asquette und Guillaume Patrou. Die Männer, unter denen auch Jules gearbeitet hat. Auch der CEO selbst, Yves Guillemot, ist angeklagt. Denn der behauptet, von dem Machtmissbrauch, den Übergriffen und Verhalten seiner engsten Mitarbeiter nichts gewusst zu haben. Die AnklägerInnen werfen ihm vor, dass er systematisch weggeschaut und Fälle sexueller Belästigung im Unternehmen vertuscht habe. The allegations that have emerged have left me shocked and saddened. I stand in solidarity with those who have suffered and those who have bravely come forward in this past weeks. I'm truly sorry for what happened. Yves Guillemot hat sich für seine Mitarbeitenden entschuldigt. Infolge des Skandals haben mehrere Führungskräfte das Unternehmen verlassen. Darunter auch Serge Asquette, Tommy François und Guillaume Patrou. Wir haben alle Beschuldigten um eine Stellungnahme gebeten. Serge Asquettes Anwalt hat uns gegenüber die Anschuldigungen dementiert, sie seien alle falsch. Sein Mandant habe nichts davon getan, weshalb er die Belästigungsvorwürfe im Gerichtsprozess anfechten werde. Andere Beschuldigte haben auf unsere Anfragen nicht reagiert. Die Anwältin beabsichtigt, den CEO und damit das gesamte Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, in einem Strafprozess, der im März beginnen soll. Die Opfer haben sich für diesen strafrechtlichen Weg entschieden, obwohl ihnen damit große Entschädigungssummen entgehen werden. Sie haben sich also für einen Weg entschieden, bei dem es keine außergerichtlichen Verhandlungen geben wird und somit auch keine hohen Geldzahlungen. Nach Ubisoft hatte ich häufig Panikattacken. Ich hatte Schwierigkeiten einzuschlafen, Schwierigkeiten zu essen, habe an Selbstvertrauen verloren. Ich hatte die Leidenschaft für meinen Beruf verloren. Ich konnte nichts mehr kreieren, nichts mehr zeichnen. Im März 2025 wird der Prozess stattfinden. Und ich denke, dass ich dort aussagen muss. Es wird das erste Mal sein, dass ich so etwas tue. Ich denke, das Schwierigste an diesem Prozess ist, dass es Leute gibt, die aktiv daran arbeiten, einen zu diskreditieren. Für mich wird das ein bisschen komisch sein. Denn in der Zwischenzeit habe ich eine Geschlechtsangleichung durchlaufen. Auf den Gerichtsdokumenten steht immer noch mein alter Vorname und mein altes Geschlecht. Und jetzt werde ich dort im Prozess auftauchen mit einem männlichen Erscheinungsbild. Das macht mir ein wenig Angst. Ehrlich gesagt, hätte ich eigentlich schon Lust, wieder in der Videospielindustrie zu arbeiten. Aber die Bedingungen, unter denen ich bereit wäre, das zu tun, sind mit dieser Industrie nicht vereinbar. Ich wünsche mir, dass die Industrie inklusiver wird und dass man dort arbeiten kann, ohne automatisch einen Burnout zu kriegen. Es ist jetzt 3 Jahre her und es ist immer noch nicht 100%ig so wie vorher. Je mehr Zeit seit dem letzten Burnout vergeht, desto mehr heile ich. Desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht bis zu einem gewissen Grad das Burnout überwinden kann. Und dann
gerate ich doch wieder in alte Muster hinein. Aber das ist nun mal meine Realität. Ich muss immer auf der Hut sein, immer vorsichtig bleiben. Es könnte wieder passieren. Be careful. It could happen again. Das ist Satoru Iwata, ehemaliger Präsident von Nintendo. 2015 leider an Krebs gestorben. Iwata ist leidenschaftlicher Gamer gewesen. Hello everyone. This is Satoru Iwata from Nintendo. Ein richtiger Programmierer. Er hat noch, wie man so schön sagt, gecodet. Als es Nintendo mal nicht so gut ging, da hat Iwata unter anderem sein eigenes Gehalt um 50% gekürzt, um als Chef Verantwortung zu übernehmen. Guter Mann. Es gibt da eine Rede von Satoru Iwata, die durch einen Satz sehr bekannt geworden ist. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Auf meiner Visitenkarte bin ich Unternehmenspräsident. Ich denke wie ein Videospielentwickler. Aber in meinem Herzen bin ich ein Gamer. Ich glaube, das verbindet all die Leute, mit denen wir in diesem Film gesprochen haben. Sie spielen, weil sie einen Zufluchtsort brauchen. Sie spielen, weil sie in der Community Leute gefunden haben, die so sind wie sie. Sie spielen, weil Videospiele für sie mehr sind als nur Bits und Bytes. Und genau deswegen sind sie auch EntwicklerInnen geworden. Weil sie ganz genau wissen, aus persönlicher Erfahrung, welche Wirkung Videospiele haben können. Und das trotz Crunch, Burnout, Depression, Missbrauch. Trotz dieser nach allen Maßstäben kaputten Industrie. Im Herzen sind sie Gamer. Und das gilt nicht nur für die EntwicklerInnen, sondern auch für diejenigen, die diese Spiele am Ende auch kaufen. Für uns und für euch. Denn auch dieser Film wird niemanden wirklich daran hindern, sich das nächste große Spiel zu besorgen. Aber vielleicht ist das ein erster Schritt, diejenigen kennenzulernen, die dahinter stecken.